Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das emotionale Reaktionszentrum nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke zusammenfassen. Dein seelisches Reaktionszentrum entspricht der Anbindung deiner Seele an die körperlichen Kräfte. Es zeigt sich in der Art und Weise, wie du auf ungewohnte Ereignisse reagierst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Reaktionszentren anzuschauen. Das emotionale Reaktionszentrum ist das erste der 7 Reaktionszentren. Es befindet sich in der Spalte der Energie 1, deswegen gehört es zur zärtlichen, emotionalen und unterstützenden Grundenergie 1. Weil es auf der Inspirationsebene liegt, geht es bei ihm um Erspüren und Intuition. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch dieses Reaktionszentrum der weiblichen Dualität zugeordnet. Weibliche Reaktionszentren wirken etwas introvertierter und nach innen gewandter als männliche Reaktionszentren. Das emotionale Reaktionszentrum entspricht dem Herzchakra. Die zugehörige Drüse ist die Thymusdrüse. Ich habe das Video auf folgende Weise gegliedert. Zunächst erläutere ich allgemeine Fakten zur emotionalen Zentrierung, danach erkläre ich ihre Pole und ihre 4 möglichen Orientierungen. Zum Abschluss zähle ich bekannte Persönlichkeiten mit der emotionalen Zentrierung auf. Jeder Mensch besitzt 2 Reaktionszentren. Diese beiden Reaktionszentren ergeben zusammen das Reaktionsmuster. Das erste Reaktionszentrum heißt Zentrierung und das zweite Reaktionszentrum heißt Orientierung. Sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt, und zwar in einem Verhältnis von ca. 70 zu 30%. Deine Zentrierung beschreibt, mit welcher Energie du unmittelbar auf deine Umwelt reagierst. Beispielsweise reagiert der emotional Zentrierte gefühlvoll und stumm auf die Umwelt. Diese Energie wird dann vom ersten Reaktionszentrum Zentrierung auf das zweite Reaktionszentrum Orientierung gerichtet. Ich werde in diesem Video also zwischen einer emotionalen Zentrierung und emotionalen Orientierung unterscheiden. Zuerst zähle ich ein paar Fakten zur emotionalen Zentrierung auf. Besitzt du eine emotionale Orientierung, wirst du dich vermutlich in den Schilderungen zur Zentrierung wiedererkennen. Möchtest du deine Reaktionszentren herausfinden, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Heiler oder hast du eine große Häufung der Energie 1 in deinen Seelenarchetypen, reagierst du vermutlich vermehrt aus dem emotionalen Reaktionszentrum. Es ist schließlich der heilenden Energie 1 zugeordnet. Menschen mit emotionaler Zentrierung reagieren gefühlsmäßig auf plötzliche Geschehnisse. Ungewohnte Ereignisse aktivieren in erster Linie das Herzchakra. Das Fühlen ereignet sich vor dem Denken oder dem Handeln. Durch ihre Emotionen ordnen sie die Situation ein. Je stärker die Emotionen bei ihnen wirken, desto erfrorener, festgenagelter und wortloser erscheinen sie. In ihrer Erstarrung können sie sich weder bewegen noch äußern. Erst müssen sie nachfühlen. Danach können sie ihre mentalen Fähigkeiten einsetzen, ihre Gedanken ordnen, sprechen und körperliche Bewegungen machen. Und zwar oft erst zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Gefühle nach Ausdruck verlangen. Menschen mit emotionaler Zentrierung sind nur dann lebhaft und gesprächig, wenn ihre Emotionen nicht in vollem Maß von den äußeren Umständen betroffen sind. Sie könnten zu unkontrollierten Ausrufen oder ruckartigen Gebärden neigen, beispielsweise zu abrupten Gesten, die starke Emotionen wie Freude oder Schrecken ausdrücken, ans Herz greifen, die Haare raufen und die Hände vors Gesicht schlagen. Emotional zentrierte Menschen besitzen ein reiches Innenleben. Es ist ihnen aber oftmals unbewusst. Deswegen benötigen sie Möglichkeiten des Rückzugs. Im Alleinsein verarbeiten sie die Eindrücke und Gefühle. Gewähren sie sich keine Möglichkeiten des Rückzugs, könnten sie an physischen und psychischen Verdauungsproblemen leiden. Menschen mit emotionaler Zentrierung suchen jede Gelegenheit, um noch mehr zu fühlen und auf den Wogen ihrer Emotionen zu reiten. Ihnen fällt es schwer, eine Distanz zu Gefühlen aufrechtzuerhalten und zu ertragen. Es könnte sein, dass sie emotionale Ergriffenheit mit Lebendigkeit gleichsetzen. Das kann problematisch werden, weil sie dann zu hohe Forderungen an ihre Gefühle stellen. Für sie ist es ratsam,
Abstand zu den Emotionen aus ihrer Vergangenheit zu gewinnen und sie nicht als absolut anzusehen. In der Sexualität suchen sie mehr Zärtlichkeit und Verstehen als körperliche Vereinigung. Berührungen sind in erster Linie dafür da, Emotionen zu wecken und in ihnen zu schwelgen. Menschen mit emotionaler Zentrierung lieben und hassen stark. Sie haben häufig Probleme, sich in Mitmenschen hineinzuversetzen, die komplett anders fühlen als sie selbst. Dazu sind sie aufgrund ihrer eigenen Gefühle nicht neutral genug. Sie könnten dann zur emotionalen Ablehnung des Gegenübers neigen. Das kann diese als aktive Ablehnung empfinden und dadurch verletzt werden. Emotional zentrierte Menschen können eine genauso hohe Intelligenz besitzen wie Menschen mit anderen Zentrierungen. Sie haben eine hohe emotionale Intelligenz, die sich in Bereichen äußert, die ein feines Gespür voraussetzen. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit, die Unordnung des Lebens zu begreifen. Sie erkennen Zusammenhänge außerhalb von jeglicher Logik und sind zugänglich für Widersprüchliches, Urtümliches und Unmittelbares. Menschen mit emotionaler Zentrierung können mehr als andere Menschen unter Lungen-, Herz- und Kreislauferkrankungen leiden. Das kann an starken Stimmungsschwankungen, unregelmäßigen Pulsationen und flacher Atmung liegen. Emotional zentrierte Menschen können in zwei Grundtypen unterschieden werden: den extrovertierten und den introvertierten Grundtyp. Extrovertierte Grundtypen leiten ihr Fühlen nach außen ab. Sie drücken es zum Beispiel durch Lachen, Weinen, Schreien und Wüten aus. Dadurch wirken sie des Öfteren auf ihre Mitmenschen unbeherrscht. Introvertierte Grundtypen versuchen ihre Emotionen stark unter Kontrolle zu halten. Ihr Fühlen ist so intensiv und überwältigend, dass sie nur schwer damit umgehen können. Sie fühlen sich von ihren Emotionen beherrscht und bedroht. Es ist fast so, als würden die Gefühle sie verschlingen wollen. Das emotionale Reaktionszentrum hat den Minuspol sentimental und den Pluspol sensibel. Menschen im Minuspol sentimental fürchten sich vor ihren Gefühlen. Sie wagen es nicht, ihre Emotionen ungefiltert zu empfinden. Deswegen überdecken sie diese mit schützenden Hüllen und verfälschen sie damit. Menschen in diesem Minuspol reagieren unmittelbar emotional, ohne ihr Verhalten vorher zu prüfen. Das kann mehrere Gründe haben. Ihre Angststruktur könnte aktiviert worden sein, sie könnten sich angegriffen fühlen oder sie könnten in ihrer Empfindlichkeit berührt worden sein. Es ist möglich, dass sie ablehnend und voller Vorurteil und Widerwillen sind. Im Zuge dessen können sie aufgrund ihrer Verletzlichkeit zu erbitterten Feinden werden. Menschen in diesem Minuspol neigen dazu, das wirklich Empfundene zu überhöhen und zu idealisieren. Dann wenden sie sich vom jetzigen Augenblick ab und schwelgen in den Sehnsüchten der Vergangenheit und Zukunft. Menschen im Pluspol sensibel sind warmherzig und verzeihend. Sie sind dazu fähig, große Nähe herzustellen und aufrechtzuerhalten. Deswegen können sie andere schnell erfassen und begreifen. Durch ihre Ausstrahlung laden sie ihre Mitmenschen dazu ein, ihren Emotionen näher zu kommen. Sie lehren sie, wie gut es tun kann, spontan zu verzeihen und sich ohne Worte zu verstehen. Ich möchte nun die 4 möglichen Reaktionsmuster mit einer emotionalen Zentrierung schildern. Das heißt, dass ich die emotionale Zentrierung mit den 4 möglichen Orientierungen in Verbindung setze. Also emotional-intellektuell, emotional-sexuell, emotional-instinktiv und emotional-motorisch. Das erste Reaktionsmuster ist emotionale Zentrierung und intellektuelle Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst emotional und dann intellektuell. Sie fühlen zunächst und versuchen im Nachhinein zu verstehen, warum sie so reagiert haben. Die intellektuelle Orientierung könnte sie dazu verführen, Emotionen zu verdrängen und zu verleugnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist umso größer, je stärker und verletzender die Gefühle waren. Durch die intellektuelle Orientierung wirken sie zurückhaltender als Menschen mit anderen Orientierungen.
Ihnen könnte die angenehme Erdung von erotischen Aktivitäten abhanden kommen. Auf der anderen Seite befähigt sie dieses Reaktionsmuster zum Schreiben, Dichten und Komponieren. Das zweite Reaktionsmuster ist emotionale Zentrierung und sexuelle Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst emotional und dann sexuell. Zunächst fühlen sie und im Anschluss entfalten sie dann eine schöpferische Wirkung. Diese schöpferischen Kräfte können auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden, beispielsweise zum Aufziehen von Kindern, Züchten neuer Pflanzen, Komponieren von Musik und Neugestalten von Landschaften. Die sexuelle Orientierung fördert das Erleben sinnlicher und körperlicher Empfindungen. Dabei wird die romantische Komponente aber nicht übermäßig betont. Erotische Aktivitäten können dennoch zur angenehmen Erdung führen. Das dritte Reaktionsmuster ist emotionale Zentrierung und instinktive Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst emotional und dann instinktiv. Sie fühlen zunächst und handeln dann spontan. Ihr Verhalten ist sehr impulsiv und direkt. Sie sind häufig unbedacht schnell in Äußerungen und Handlungen. Deswegen fällt es ihnen besonders schwer, eine Distanz zu ihren Empfindungen einzunehmen. Ihr Instinkt zieht sie zu Positivem hin und hält sie von Negativem ab. Menschen mit emotional-instinktivem Reaktionsmuster besitzen eine große Menschenkenntnis und können unmittelbar in die Herzen ihrer Mitmenschen schauen. Sie begreifen instinktiv, was andere fühlen, brauchen, wissen und nicht wissen, was sie berührt und was sie quält. Deshalb können sie sich oft nur schwer von ihnen abgrenzen. Das vierte Reaktionsmuster ist emotionale Zentrierung und motorische Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst emotional und dann motorisch. Sie fühlen zunächst und drücken im Anschluss ihre Emotionen durch Bewegungen aus. Aufgrund der motorischen Orientierung verfallen sie sehr stark in die Äußerung ihrer Emotionen. Ihre Gefühle werden teilweise mit heftigen Bewegungen ausgedrückt. Beispielsweise könnten sie wild gestikulieren, lebhafte Grimassen machen und unartikulierte Laute von sich geben. Hast du das emotionale Reaktionszentrum oder glaubst du es zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem emotionalen Reaktionszentrum gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit emotional-intellektuellem Reaktionsmuster sind Alice Schwarzer, Siddhartha Gautama Buddha und Albert Schweitzer. Mit emotional-sexuellem Reaktionsmuster Claude Monet und Anne Frank. Ein Beispiel für das emotional-instinktive Reaktionsmuster ist Edvard Bach. Und die Beispiele für das emotional-motorische Reaktionsmuster sind Vincent van Gogh, Jacqueline du Pré und Herbert von Karajan. Für mehr Informationen zu den Reaktionszentren empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke und zur Erkundung deiner Reaktionszentren das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Reaktionszentren und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.